Hallo und herzlich willkommen bei #FragInnenom, unser kleines Format, in dem wir eure Fragen beantworten wollen. Und heute haben wir die Frage auf dem Tisch: Hilfe, mein Laufwagen macht Geräusche. Was tun? Wir haben festgestellt, in 90% der Fälle liegt es nicht am Laufwagen, dass es da ein technisches Problem gibt, sondern es liegt an dem fehlenden Verschlussstopfen. So wird die Führung ja von uns angeliefert. Das heißt, der Laufwagen ist bereits aufgezogen und die Verschlussstopfen sind noch nicht eingeschlagen. Diese werden erst nach der Montage eingeschlagen, weil ja zuerst die Zylinderschrauben montiert werden müssen. Und zieht man nun den Laufwagen auf, macht er folgende Geräusche. Ein bisschen näher da, dann hört man noch was. Ja, das liegt daran, dass die Enddichtung in die Bohrungen eintaucht. Die Dichte taucht ein Stück weit ein und muss natürlich, wenn sie die Bohrung verlässt, auch wieder raus. Und dabei gibt es dieses klackernde Geräusch. Schlägt man nun die Verschlussstopfen ein, ist dieses Geräusch weg. In diesem Bereich Verschlussstopfen drin und der Laufwagen ist ruhig. Man hört nichts mehr. Das heißt, nicht wundern, wenn die Laufwagen aufgezogen werden, ohne Verschlussstopfen macht der Laufwagen Geräusche, das ist normal. Nachdem die Stopfen drin sind, ist alles wieder gut. Sollte der Laufwagen danach immer noch laute Geräusche, kratzende Geräusche machen oder sogar haken, dann stimmt tatsächlich irgendwas nicht. Es kann aber sein, bei erhöhter Vorspannung C1 oder sogar bei hoher Vorspannung C0 macht der Laufwagen schon etwas deutlichere Geräusche, Abrollgeräusche. Wir sagen, er schnurrt wie ein Kätzchen, wird bei uns immer gesagt. Das ist aber noch kein Mangel. Macht der Laufwagen danach immer noch Geräusche oder hakt sogar sehr stark, dann wendet euch am besten an unsere Technik, an unsere Anwendungsberatung. Dann wird tatsächlich ein Defekt vorliegen, denn die Führung muss bei uns eingeschickt werden, wir kümmern uns darum. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich nur die Bohrung. Wenn ihr noch Fragen habt, irgendwelche Dinge, die euch immer schon gestört haben oder die ihr einfach mal wissen wollt rund um das Thema Linearführung, dann einfach einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten Daumen hoch und vielleicht sogar den Kanal abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!